Hallo ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür und deswegen gibt es von mir einen Tipp für euer Kaffeekränzchen oder auch für euren Sonntagsbrunch. Wir brauchen Tortillafladen, gemahlenen Butterkeks, Butter, Sahne und Sahnesteif, Frischkäse, Puderzucker, eine Zitrone und etwas Vanille. Und für das Topping Blaubeeren, ich verwende hier tiefgekühlte, Zucker, Stärke und Wasser. Im ersten Schritt holt ihr die Tortillafladen aus der Verpackung und stecht Kreise aus. Meine sind 10 cm groß im Durchmesser. Wenn ihr so einen Ausstecher nicht habt, dann drückt ihr einfach ein Glas fest in den Teig hinein und schneidet das Ganze mit einer Schere aus. Die Reste werfen wir natürlich nicht weg, daraus machen wir am Ende des Videos noch was richtig Leckeres, Herzhaftes. Im nächsten Schritt wird die Butter geschmolzen und ihr wendet darin die ausgestochenen Tortillakreise. Lasst sie kurz abtropfen und wendet sie im Butterkeks. Danach faltet ihr den Kreis so, dass ein kleiner Taco entsteht und legt diesen in die Mulden einer umgedrehten Muffinform. Ist das Muffinblech befüllt, gebt ihr sie in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 Minuten. Behaltet sie aber im Auge, damit sie euch nicht so dunkel werden, denn jeder Ofen arbeitet anders. Während die Tacos im Ofen sind, könnt ihr das Topping vorbereiten und gebt dafür die Blaubeeren, den Zucker, etwas Zitronenabrieb und das Wasser in einen Topf und kocht die Zutaten kurz auf. Vermischt die Speisestärke mit dem Wasser, reduziert die Hitze ein bisschen und rührt die Mischung ein. Jetzt wird einfach so lange gerührt, bis daraus so eine Art Pudding entstanden ist. Wenn das Topping so aussieht, also schön dickflüssig geworden ist, nehmt ihr es von der Kochstelle, deckt es ab und lasst es auskühlen, bis es nur noch lauwarm ist. Für die Creme wird zunächst die Sahne steif geschlagen unter Zugabe von Sahnesteif. In eine Schüssel gebt ihr den Frischkäse, Puderzucker, etwas Vanille und noch ein bisschen Zitronenabrieb und auch Zitronensaft. Da verwende ich insgesamt 2 Teelöffel. Und verwendet bitte wirklich frische Zitrone und nicht irgend so ein getrocknetes Pulver, denn Zitrone und Blaubeeren, das ist die perfekte Kombination schlechthin. Die Zutaten nur kurz verrühren. Je länger ihr Frischkäse, Mascarpone und Co. rührt, umso flüssiger wird das Ganze und das wollen wir nicht. Dann fügt ihr die geschlagene Sahne hinzu, hebt diese unter und die Creme steht bereit. Füllt sie am besten in einen Spritzbeutel um, denn so könnt ihr richtig schön sauber arbeiten. Und jetzt werden die Tacos einfach mit der Creme befüllt, etwas glatt gestrichen und danach folgt auch schon das Topping. Ganz wichtig, das Topping darf nicht heiß sein, das sollte maximal lauwarm sein, weil euch sonst die Creme darunter schmilzt und ja, ihr habt dann eine kleine Sauerei. Stellt die fertigen Tacos für zumindest eine Stunde kühl. Dabei wird auch das Topping fest und sie lassen sich wunderbar servieren und essen. Danach könnt ihr sie noch mit ein bisschen Zitronenabrieb bestreuen und sie stehen bereit. Zurück zu den Resten. Die schneide ich einfach in kleine Stücke und bestreue sie dann mit etwas Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Olivenöl. Vermischt das Ganze gut und gebe es dann in den Airfryer. Ihr könnt natürlich auch einen Backofen verwenden. Im Airfryer sind es 180 Grad, ungefähr 6 bis 8 Minuten. Im Ofen verwendet ihr 180 Grad Umluft und da dauert es eventuell 1-2 Minuten länger. Auf diese Weise bekommt ihr richtig knusprige, würzige Tortilla-Chips, die ja fantastisch schmecken. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, dann gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen Kommentar und folgt mir für weitere gelingssichere Rezepte.